So ein schönes Auto für gerade mal 600 €, das wäre doch ein absoluter Traum. Aber als wir den gekauft haben, sah der nicht ganz so schick aus. Und ich würde sagen, wir nehmen euch mal mit, wie wir es geschafft haben, diese Schrottbude in diese Schönheit hier zu verwandeln. Mo, spur mal zurück, alles auf Anfang, los geht's. Als allererstes zeigen wir euch, womit wir am Anfang zu tun haben und was wir auch schon gemacht haben, denn zu dem Auto gibt es schon ein paar Videos, die wir euch auch an passender Stelle verlinken. Als allererstes der Ausgangszustand und die erste Wäsche. Dazu haben wir ein eigenes Video gemacht, verlinken wir euch hier und könnt ihr euch nochmal anschauen, was wir am Anfang bei diesem Auto festgestellt haben, worauf wir uns da wirklich eingelassen haben. Dann ging es an die Technik bei Klaus und der hat sich einmal um den Wagen gekümmert, dass er auch wieder tipptopp fährt. Das haben wir auch geschafft. Was wir dafür tun mussten und welche Schritte notwendig waren und wie sie gemacht werden, seht ihr auch in einem separaten Video, das wir euch dann auch hier verlinken. Nimm dir Popcorn, setz dich entspannt hin, wird auf jeden Fall ein schönes Video, denn wir starten jetzt mit der zweiten Wäsche des Polos, nachdem er, wie gesagt, schon wieder ein bisschen dreckig geworden ist. Erstmal spüle ich den losen Sand mit Hochdruck ab und dann geht an die eigentliche Reinigung. Wie immer als erstes Vorreiniger mit Snow Foam, deswegen das erste Abspülen, damit der Sand schon mal runter ist und wir dann mit dem Pinsel gleich loslegen können und uns um die Ritzen kümmern können. Verwendet haben wir hier Sonax Multistar 1:5, bisschen strammere Mischung, aber auch nicht zu stark, also keinen aggressiven Reiniger, um das alte Material im Fahrzeug nicht noch zusätzlich zu belasten. Auch im Motorraum ist natürlich Vorsicht geboten. Eine klassische Motorwäsche verbietet sich bei so einem Auto. Da muss später Trockeneis herhalten. Aber erstmal die Ritzen und Kanten und so die Leisten um den Motorraum haben wir trotzdem gewaschen und gepinselt, damit da der grobe Dreck schon mal raus ist. Nach einem weiteren Rinse, also einmal abspülen, ging es dann an die Fahrzeugwäsche und das Trocknen. Hier bei dem Lackzustand konnten wir definitiv ohne Sorgen die Silikonlippe verwenden. Das hat das Trocknen deutlich erleichtert. Danach kam wieder Druckluft und Mikrofaser zum Einsatz, um das Auto trocken zu kriegen. Und dann geht es nochmal an die erweiterte Bestandsaufnahme. Bevor das passiert, geht es erstmal grob im ersten Schritt an den Innenraum. Dominik saugt den ganzen Wagen hier einmal durch. Wir räumen nochmal alles raus, was raus kann sozusagen. Den ganzen Reserverad, alle möglichen Teile im Innenraum, sodass wir wirklich überall gut rankommen. Wahnsinn, was damals oder wie wenig Dämmung damals bei den Fahrzeugen verbaut war. Aber naja, macht uns die Arbeit ein bisschen leichter, weniger Stoff, den wir reinigen müssen. Auch bei den Polstern wollten wir nicht zu aggressive Reiniger benutzen, deswegen haben wir uns den Booster Dampf dazu geholt. Dampfreiniger auf dem Tuch, einen milden Stoffreiniger findest du übrigens unten verlinkt, wenn du wissen willst, welchen wir hier benutzt haben. Und danach mit Wasser und einem Sprühextraktionssauger ausgesaugt. Das hat für die alten Stoffsitze gereicht und war nicht zu viel Beanspruchung, damit wir die Gefahr aus dem Weg gehen, dass die Sitze dabei vielleicht zerstört werden. Deswegen hat das hier gut funktioniert. Bei den Fußmatten war ich ein bisschen rabiater. Einmal durchgesaugt, abgekerchert, einschamponiert, abgekerchert, dann waren die auch wieder sauber.
So, die Stoffsitze sind wieder ziemlich gut sauber geworden. Das gefällt mir sehr gut. Den Rest des Innenraums haben wir bewusst noch außen vor gelassen, weil jetzt wird es noch mal richtig dreckig. Wir kümmern uns um den ganzen Aufkleber am Lack. Da habe ich schon was ausprobiert, dazu kommen wir gleich. Dann wird der Lack poliert. Wir werden erst einen Cutting-Gang fahren, also erstmal die Schleifpolitur anwenden mit Mikrofaserpad, so wie der Lack aussieht. Und dabei wird noch mal ordentlich Staub und ordentlich Dreck entstehen. Deswegen, bevor wir nachher mit dem Trockeneis durchgehen, haben wir gesagt, macht es keinen Sinn, den Innenraum zu machen, weil durch das Trockeneis reinigen der Ecken und Kanten wird noch mal was in den Innenraum fliegen. Das heißt, die feine Innenraumreinigung machen wir dann später noch. Wir wollen uns um die Kunststoffe kümmern, dass die wieder gut aussehen. Und wenn die Zeit es zulässt und die Methode es zulässt, vielleicht uns auch noch mal das Glas angucken, aber das müssen wir dann noch mal sehen. Wir starten jetzt, bevor wir anfangen zu polieren, mit den ganzen Kleberesten, sowohl hier auf dem Dach, die natürlich extrem hässlich sind, aber auch mit den alten Aufklebern auf dem Lack, weil ich glaube nicht, dass sie noch schön aussehen, weil die sind einfach ausgeblichen, zerbrochen, das heißt, sie müssen auch runter. Und leider, da dieses Auto Jahrzehnte lang auf jeden Fall mit den Aufklebern war und ich glaube auch einige Jahre lang draußen stand mit den Aufklebern hier auf dem Dach, habe ich vorhin schon außerhalb der Kamera mehrere Methoden ausprobiert, von schonend nach grob über Hitze, Kunststoffklinge, Schmutzradierer, also alles Mögliche. Und es hat leider nichts funktioniert, außer der maschinelle Folienradierer. Das wird natürlich wieder Kratzer in den Lack machen. Der ist halt eigentlich eher für Felgen gedacht, aber die einzige Chance, die ich sehe, um die hier runter zu bekommen. Wir werden das Dach erstmal entkleben oder entstickern, wenn man so will, das dann einmal polieren, um zu sehen, wie stark die Schäden durch diesen Folienradierer sind. Wenn es sich in Grenzen hält, werden wir das mit den seitlichen Aufklebern auch so machen. Wenn nicht, also wenn wir wirklich hier starke Kratzer und auch Lackschäden verursachen sollten, lassen wir das an den Seiten, weil wir haben im Hinterkopf, dass wir durch die ganzen Schnitte, die, warum auch immer hier jemand das Klebeband zugeschnitten hat, also so bescheuert muss man erstmal sein, die sind komplett durch. Das heißt, beim Dach müssen wir uns überlegen, ob wir es lackieren lassen. Deswegen ist das jetzt das perfekte Testobjekt für unsere Methode. Das dauert jetzt hier eine ganze Weile. Wir werden jetzt hier einmal Feuer freigeben, losradieren und nehmen euch dabei mit. Ja, Thema für sich, also auch da meine Aussage von gerade muss ich noch mal ein bisschen revidieren. Das ging echt nicht gut. Die Klebereste haben sich hier so wieder festgeklebt und wir sehen jetzt schon, ohne zu polieren, dass wir starke Spuren gemacht haben. Also auch das war keine gute Methode. Jetzt haben wir noch mal Hitze in Verbindung mit einem Kunststoff, mit einer Kunststoffklinge ausprobiert. Also gut geht es nicht, würde ich sagen, aber es geht irgendwie. Das heißt, das wird jetzt wahrscheinlich die Methode sein, die wir hier anwenden, um erstmal die Klebereste runterzubekommen. Die Überschüsse, also das, was dann hier alles so an kleinen Klebern noch bleibt, kriegt man, denke ich, ganz gut mit Lösemittel oder dann mit Trockeneis weg. Das haben wir übrigens auch ausprobiert. Ging gut, aber war ein enormer Verbrauch. Also ich habe bestimmt 3 Kilo allein für 5 cm verbraucht und dann brauchen wir 3 Kisten Trockeneis noch fürs Dach. Das macht auch keinen Sinn, deswegen kämpfen wir uns jetzt so durch und schauen mal, wie weit wir kommen. Und danach hoffe ich, kriegen wir die Klebereste relativ leicht weg. Wenn sich daran noch mal was ändert, dann zeigen wir euch das auf jeden Fall. Ansonsten, ich mache mal weiter, weil das wird hier noch ein bisschen dauern. Und dann ging es endlich ans Polieren. Da hat man ja immer schon so ein bisschen zittrige Finger, wenn man bei dem Auto einfach mal loslegen will. Ich habe mich hier für eine stark lösemittelhaltige Politur, die 3D 520, also die Cutting-Politur von 3D, Sonax Hybrid Woolpad und Flex XCE mit Akku entschieden. Das hat hier wirklich, wie ihr gleich sehen werdet, einen sehr, sehr schönen Erfolg gebracht. Auch wenn die Pads natürlich knallrot waren, weil 2K Uni ist ein Lack ohne Klarlack. Und bei dem habt ihr auch eine riesengroße Gefahr, dass ihr durchpoliert. Also hier an Kanten extrem vorsichtig sein. Ich sag's euch, weil es hier bei dem Fahrzeug hier und da passiert ist. Wir wissen natürlich nicht bei so einem matten Zustand, ob das vielleicht da vorher schon durchpoliert war, aber hier musste die eine oder andere Kante leiden. Aber egal, wir sehen jetzt hier wirklich, das Ergebnis lohnt sich. Wir kriegen wieder ein schönes, strahlendes Rot am Ende raus. Und wir haben noch nicht mal den Finish-Gang poliert, deswegen jetzt erstmal weiter mit dem Cutting-Gang.
Nach dem Cutten ging es nochmal an was Dreckiges, nämlich wir haben uns um die alten Stoßstangen gekümmert und ihr seht hier im Bild, der liebe Marvin war auch mit dabei. Das haben wir euch in einem Video ganz, ganz ausführlich gezeigt, was wir da gemacht haben, wie wir es gemacht haben und wie auch das optimale Ergebnis wurde. Deswegen hier einfach nur einmal im Schnelldurchlauf. Glas polieren, Stichwort, haben wir euch im Video gezeigt. Davon gab es auch ein extra Video. Wir wollten hier mal gucken, ob wir die Tiefenkratzer rausbekommen. Und wenn du wissen willst, ob das geklappt hat und wie wir vorgegangen sind, guck dir das Video zu dem Thema an. Hier, wie gesagt, auch nur einmal kurz der Schnelldurchlauf. Steckt schon ein bisschen Arbeit drin in dem guten, aber kleinen Schätzchen. Jetzt kommen so langsam die letzten Handgriffe. Wir müssen noch Finish fahren. Das heißt, den Hochglanz erzeugen, den wir im ersten Schritt ja vorbereitet haben mit dem Cuttinggang. Und dann am Ende natürlich Ritzen und Kanten putzen. Mit Trockeneis durchgehen, im Innenraum noch einmal final durchsaugen, Trockeneis durchjagen. Und dann wird er versiegelt. Und dann ist er auch tatsächlich endlich fertig, der schöne Polo. Die Stoßstangen, Kunststoffteile können sich schon echt sehen lassen. Ist wirklich schön geworden. Jetzt sehen wir zu, dass der Lack schön wird. Und dann sieht er eigentlich schon aus, als wäre er fertig. Der Rest ist dann nur noch die Kür. Ich würde sagen, aufhören zu quatschen. Los geht's. Ab ging's ans Finish. Mittel der Wahl war die Sonax Perfect Finish, die hier wunderbar funktioniert hat, nicht geschmiert hat, hat sich schön durchfahren lassen. Und ein mittelhartes Pad auf Excenter, Freiläufer und dann, ja, zeige ich euch gleich mal das Ergebnis. Wir sehen hier einen schönen Unterschied zwischen Haze und Finish und das hat sich wirklich gelohnt, glaube ich. Ja, Maurice durfte auch mit Hand anlegen übrigens. Der hat ja auch das Auto poliert und wie er zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, gab es am Ende noch eine Überraschung. Aber die will ich gar nicht jetzt vorwegnehmen. Warte mal das Ende des Videos ab. Die Polierarbeiten sind abgeschlossen und wer unseren Kanal schon ein bisschen kennt, weiß, das heißt, es ist Zeit für Trockeneis. Boah, war das ein Reim, ich sollte Rapper werden. Naja, war ich mal, egal, anderes Thema. Wir starten am Motorraum, wir haben uns bewusst dazu entschieden, obwohl er ziemlich schmutzig ist, nicht mit dem Hochdruckreiniger ranzugehen, gerade bei so einem alten Auto. Die Schläuche hier sind nicht mehr ganz so hübsch isoliert und man weiß nie, wie intakt da alles noch ist. Deswegen da bitte sehr, sehr vorsichtig, dann lieber Dampf oder wer die Möglichkeit hat, Trockeneis zu nehmen, macht am meisten Sinn. Das heißt, wir starten am Motorraum, da wird der meiste Dreck entstehen, arbeiten uns dann einmal ums Auto rum, pusten dann den ganzen Dreck mit Trockeneis nochmal vom Lack und dann geht's an die Lackversiegelung. Aber erstmal, wie gesagt, Trockeneis. Ich würde sagen, los geht's.
Die grobe Runde Trockeneis ist durch. Wir konnten uns jetzt nicht wie sonst auf die Gummis und Kunststoffe so extrem konzentrieren, einfach weil die mittlerweile so alt und so hart hier schon sind, dass die so porös sind, dass das Trockeneis die leider kaputt macht. Das heißt, Oldschool, Schmutzradierer, Silikonentferner, Sonax Prepare und ein Tuch. Im Endeffekt den ganzen Kunststoff und Gummileisten einmal nochmal außen lang. Zum Glück hat er ja nicht so extrem viele. Da gehen wir jetzt einmal durch und dann sind wir schon soweit fertig. Gehen dann noch einmal am Ende mit Trockeneis kurz über den Lack, dass wir die ganzen gelösten Partikel, die jetzt rumgeflogen sind, noch entfernen. Und dann geht's ans Versiegeln. Wir sind beim Polo in den letzten Zügen, außen am Lack. Das i-Tüpfelchen kommt nach der ganzen Arbeit, die Lackversiegelung. Und gerade bei so einem beanspruchten Lack, der teilweise auch schon durchpoliert ist, durchgeschliffen ist, nicht mehr ganz intakt ist, Steinschläge hat, wollen wir natürlich ein Produkt für die Versiegelung verwenden, das möglichst lange hält. Und hier beißt sich die Katze in den Schwanz, denn 2K Uni oder allgemein empfindlicher Lack und Keramik ist immer so ein Thema für sich, funktioniert oft nicht gut. Aber wir haben eine Lösung gefunden, die optimal funktioniert. Nanolex SI3D Cerabyte. Und wer wissen will, warum das so gut funktioniert und wie es verwendet wird und welche Vorteile das Produkt hat und welche Nachteile das Produkt hat, guckt euch das extra Video zu dem Thema an. Da gehen wir in der Tiefe auf dieses Produkt ein. Wir machen jetzt hier mal weiter, wollen nämlich fertig werden, um euch dann nochmal die Bilder vom fertigen Auto zu zeigen. Und dann noch, ja, ein kleines Highlight. Wir wollten gerne originale VW-Kappen haben. Wir haben keine in einem schönen Zustand bekommen. Deswegen haben wir uns dann für diese hier entschieden. Hat uns unser Partner ATP Autoteile zur Verfügung gestellt. Passt aber gut zum Auto. So, der Polo ist jetzt fertig und kann wieder auf die Straße. Aber bevor er auf die Straße darf, muss er zugelassen werden. Und um zugelassen werden zu können, brauchen wir ein Kennzeichen. Das haben wir bestellt. Ich lasse einfach mal wirken, was hier steht. Das Kennzeichen haben wir bestellt bei Gutschild und das Angenehme daran ist, du kannst sofort direkt auf der Seite bei der Bestellung dein Wunschkennzeichen reservieren. Also hast quasi in einem Atemzug das Kennzeichen bestellt und das Wunschkennzeichen bei deiner Zulassungsbehörde vor Ort reserviert. Geht super schnell, super einfach. Link dazu, gutschild.de, findest du auch unten in der Videobeschreibung. Also wenn du ein Kennzeichen brauchst, und auch ein Wunschkennzeichen brauchst, das geht alles bei Gutschild. Wir machen jetzt mal hier ein Probesitzen, wie dieses kreative Kennzeichen im Polo steht. Muss dann natürlich noch mal raus, damit da der Stempel drauf kann, beziehungsweise das Wappen oder hier das Siegel, so rum. So, Kennzeichen lassen wir erstmal da. Wie gesagt, kommt der noch mal ab. Aber jetzt würde ich sagen, schauen wir uns erstmal das Auto in diesem Ergebnis an und sehen uns danach gleich wieder. Ich glaube, der alte Polo kann sich wieder sehen lassen, er strahlt wieder in seinem neuen alten Glanz. Deswegen zum Abschluss des Projekts nochmal vielen Dank an alle, die mitgewirkt und uns unterstützt haben. Vielen Dank an die Kfz-Werkstatt Klaus und Mike, die uns hier bei der Technik unterstützt haben. ATP Autoteile, die die Teile für die Technikunterstützung geliefert haben und Gutschild, die uns das Kennzeichen zur Verfügung gestellt haben und auch das Wunschkennzeichen sozusagen möglich gemacht haben. Vielen Dank an alle. Alle Links zu den Partnern findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Dann vielen lieben Dank an den Marvin, der uns auch bei dem Auto unterstützt hat mit dem Polieren und dem Lackieren der Stoßstangen. Danke an Mo hinter der Kamera, der auch fleißig am Start war. Dominik, der gerade noch hinten an einem anderen Auto zu tun hat. Vielen Dank an Marcel, der auch mitgearbeitet hat und auch an Maurice. Ja, was sagst du noch mal so? Du hast ja jetzt nach einer Weile mal wieder poliert. Ja, ich bin also erstmal begeistert von dem Ergebnis und polieren mit der kleinen Maschine war ganz gut. Mit der großen oben auf dem Dach war ich ein paar Mal ein bisschen unsicher, aber ich denke, ja, irgendwann hat man den Dreh raus. Also. Wir haben uns noch Folgendes gedacht. Der Maurice ist ja bei uns als Social Media Manager und Videocutter angestellt. Und weil du so über deine Kompetenzen hinausgegangen bist bei dem Auto, würden wir dir gerne das Auto ab sofort für deine Nutzung zur Verfügung stellen, damit du auch hier zur Arbeit fahren kannst. Oh, das ist
Kein Fake, ist wirklich so. Vielen Dank, freue ich mich sehr. Oh, danke auch an hinter der Kamera. Ja, mega. Dankeschön. Geil. Ja, in diesem Sinne euch auch vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, alle verwendeten Produkte, alle Partner, alles, was es noch zu wissen gibt, unten in der Videobeschreibung. Wir sehen uns beim nächsten Projekt. Hat riesen Spaß gemacht. Bis dann. Abonniert den Kanal, drückt die Glocke, um kein Video zu verpassen. Haut rein. Vielen lieben Dank.